diesem wunderschönen Ausblick heiße ich euch herzlich willkommen aus der Hawk-Stellung Flechtdorf. Das Ganze hier war die Alpha-Batterie des Flugabwehrbataillons 62A der belgischen Armee. Auf diesem Gelände befindet sich auf diesem Gelände befindet sich ein Paintball-Veranstalter. Mit dem habe ich Kontakt aufgenommen und der hat mir gesagt, jo, das kannst du gerne filmen. Lauf da rum. Vor uns, wie ihr unschwer erkennen könnt, wird so ein Solarpark aufgebaut. Dieser Solarpark befindet sich in der Launching Area, also da, wo Alpha und Bravo Section war. Da gehen wir nicht rein. Ich weiß nicht, ob wir da reingehen könnten. In der Theorie lassen wir aber. Es ist auch hier von dem Rest des Geländes mittlerweile durch einen Zaun abgetrennt. Ob man da jetzt noch irgendwas Dolles sehen kann, das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Auf den Luftbildern bei Google Maps sieht die Fläche halt noch in Anführungsstrichen jungfräulich aus. Macht nichts. Ist auch nicht wichtig. Wir haben hier andere Sachen in dieser Stellung, die schöner erhalten sind und die möchte ich euch zeigen. Und damit begrüße ich euch dann wiederum im belgischen Jigsaw-Tarn. Wir stehen hier mitten oben auf dem Radarhügel. Und dieser Radarhügel hier, das werdet ihr gleich auch noch sehen, der ist komplett anders aufgebaut, oder sagen wir mal so, der ist typischer aufgebaut für eine Hawk-Stellung als der, den wir in der Delta Section gesehen haben, in Diemelstadt. Wir leuchten hier mal so ein bisschen rein. Hier haben wir zum Beispiel schon mal die erste Radarabstellfläche. Welche Radare hier wie angeordnet standen, das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Also das Hyper der Alpha, das Hyper der Bravo Section, das alles hat hier auf diesen einzelnen Plateaus dann seinen Platz gefunden. Da hinten haben wir ein weiteres Plateau. Ich glaube, da können wir gar nicht hingehen oder nur unter erschwerten Umständen. Das müssen wir gleich mal schauen. Ich muss mich hier auch noch erstmal richtig orientieren. Da das hier alles recht verbaut ist. Im Sinne von, hier ist ja ein Paintball-Betrieb drauf. Und wenn du hier Paintball spielen möchtest, dann ist das natürlich wenig förderlich, wenn die ganzen Dinge hier alle einfach nur frei stehen. Dann hast du natürlich nicht genug Spielmöglichkeiten. Du brauchst ja immer irgendwelche Deckungen und so weiter, sodass da auch ein bisschen Action entsteht. Deshalb ist es eigentlich nur logisch, dass das hier so aussieht, wie es aussieht. Ja, das könntest du auch denken, du bist ja an einem Filmset von The Walking Dead. Aber dennoch hat natürlich auch seinen Charme. Das gucken wir uns mal an. Wir gehen hier mal so ein bisschen durch. Man kommt hier doch ganz gut lang. Schauen wir mal eben da hinten, wie sich diese Radarabstellfläche, wie sich das da gestaltet. Da hat man auch wohl noch bauliche Maßnahmen vorgenommen. Hier sind so Paletten angebracht worden, so dass man da einfach vielleicht so ein bisschen Burgencharakter hat, ne? So ein paar Zinnen, dass es irgendwie so ein bisschen mehr hermacht, dass man da auch Deckung hintersuchen kann, vielleicht für einen Hinterhalt und so weiter. Da unten liegen auch noch irgendwelche Klamotten rum. Da gehen wir gleich mal runter. Der Blick von hier, ja, da seht ihr schön dieses Solarfeld. Ich kann jetzt so auf den ersten Blick nichts erkennen, wo da mal ein Launcher stand, wo die Plätze waren. Vielleicht haben die auch weggemacht, beziehungsweise ich sehe da geradeaus, da ist ein Kfz und hinter dem Kfz, da sind Betonklötze auf dem Boden. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da von der, wo sind wir hier ungefähr, ja, Alpha oder Bravo, letzten Endes ist es egal, was es ist, könnte ich mir vorstellen, dass da drunter die Abschlussplattform ist und dass sie deswegen da auch Betonsockel hingebaut haben, um die einzelnen Elemente da eben besser aufstellen zu können. Bei den anderen Bereichen sind die wahrscheinlich wohl in die Erde reingekommen. Das wäre jetzt so meine Erklärung dafür. Gucken wir hier einmal runter. Ah, okay, gut. Da haben wir auch überall irgendwelche Elemente aufgestellt, hinter denen man Deckung suchen kann. Das sieht ganz nett aus, ne? Also wer da Bock auf Paintball hat, ich denke, hier kriegst du schon was geboten, ohne jetzt hier eine große Werbung machen zu müssen oder zu wollen.
Da machen wir auch noch, ich mache so ein kleines Video noch mit dem Betreiber hier, dass er mal eben seine Anlage vorstellen kann. Machen wir aber ein separates kleines Video zu. So, jetzt gehe ich hier mal weiter. In der Hoffnung, dass ich den Hund jetzt wieder finde, weil der ist mir wohl irgendwie nicht gefolgt. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Der kann eigentlich auch gleich ins Auto. Das ist schon ziemlich windig hier. Der hat auch schon recht viel heute gemacht. Der kann dann mal sich ein bisschen ausruhen. Ach, da steht das kleine Ding. Ja, da bist du ja. Was? Hast du gemacht? Dreckig hast du nicht auf jeden Fall gemacht. Gut. Wir gehen hier noch auf die nächste Plattform einmal drauf. Nur der Komplettierung halber, mal von hier aus, ja super, man hat natürlich von hier aus noch wieder einen anderen Ausblick, weil wir hier in eine komplett andere Himmelsrichtung schauen. Da gucken wir mal, wie sich das hier darstellt. Guck an. Ja, da seht ihr, ich sag mal, erstmal ist das ziemlich rummelig hier, weil da natürlich überall diese Sachen rumstehen. Andererseits sieht man auch dazwischen immer mal wieder Gebäude, die hier zu der ursprünglichen Hockstellung gehört haben. Und wir können den Bereich, wie gesagt, komplett begehen. Das schauen wir uns alles gleich in aller Ruhe an. Wir können hier vorne schon mal so einen Ausblick haben auf dieses Gebäude da unten. Was das genau ist, werde ich gleich noch mal verifizieren. Da habe ich mir glücklicherweise gestern noch mal, sind wir hier über diese Luftaufnahme drüber hergeflogen. Der Manfred von relikte.com und ich. Und der hat mir dann noch mal eben von seinen Eindrücken her gesagt, was das da ist. Ich weiß ja auch nicht mit Hawk. Ich tue mich da irgendwie ein bisschen schwer, damit die ganzen Sachen, mir die ganzen Sachen zu merken. Ich glaube auch, ich tue mich allgemein heute schwer mit der Moderation. Irgendwie läuft das nicht so rund, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist jetzt nebensächlich. Hier haben wir noch eine weitere Plattform. Die ist allerdings wohl gar nicht in Nutzung, sag ich mal. Hier steht nichts. Hier ist auch kein Laub weggemacht, nichts. Also das scheint nicht im Gebrauch zu sein hier für die Paintball-Sache. Wir haben hier allerdings noch einen großen Betonklotz stehen. Ja, da in den Wald, da gehen wir gleich auch noch rein, weil da habe ich noch auf dem Geländemodell was gesehen, wo ich doch die starke Vermutung habe, dass wir da Entsprechendes zu sehen bekommen, was ich da gesehen habe. Ja, ich glaube, wir machen das auch jetzt direkt, weil ich weiß gar nicht, ob ich nachher noch motiviert bin, hier noch mal wieder hochzulaufen auf den Hügel. Deswegen gehen wir mal eben hier vorne so rum und schauen mal, inwiefern wir da an diese ganze Geschichte rankommen. Also hier liegt auch immer so ein bisschen Material rum. Hier sind noch so Steine aufgestellt. Ja, kann natürlich sein, dass das auch mal genutzt wurde. Da vorne sind noch so L-Steine, wahrscheinlich als Deckung. Das gehe ich jetzt auch mal nicht von aus, dass das hier noch von den Belgiern originalerweise ist. Ich laufe hier ein bisschen durch den Wald und wenn wir da sind, werde ich mich wieder bei euch melden. So, jetzt bin ich da runtergekraxelt. Und zwar kommen wir von da oben. Wie ihr seht, hier die Solarfläche. Also selbst wenn ich da jetzt drauf könnte, hätte ich jetzt kein großes Interesse darüber herzugehen, weil es halt einfach... Was soll man da jetzt großartig noch sehen? Ne? Das scheint ziemlich beackert zu sein. Jetzt zeige ich euch das, wo ich hin wollte. Beziehungsweise eigentlich hatte ich mir davon mehr erhofft. Ich mache euch eine Einblendung vom Geländemodell, wie sich das dort abzeichnet. Hier allerdings zeichnet sich dann nicht wirklich was ab. Wir haben hier allerhöchstens so eine Mulde, wo mal was drin gestanden haben könnte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir hier vielleicht noch den Eingang zu einem kleinen Luftschutzstollen oder was haben. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Deshalb werden wir jetzt in diese Richtung gehen und dann gehen wir mal da vorne in den Bereich rein, den ich euch gerade schon von oben gefilmt habe. So, folge dem Hund. Wir gehen hier nochmal eben auf die Seite. Komm mal her. Da vorne hat uns dann gleich die Dings wieder, die Zivilisation wieder. Aber hier oben gibt es auch noch was zu sehen. Das schauen wir uns mal eben an. Nur zur Orientierung. Da unten, diese Richtung, die ich zeige, das wäre die Hauptzufahrt, beziehungsweise da ist das Hauptzufahrtstor. Das ist das Südtor. Das wird bald eben keine Zufahrt mehr sein, zumindest nicht für die Paintball-Geschichte. Nehme ich stark an, weil man halt da auf dieses Solarfeld drauf kommt.
Wir gehen mal eben hier oben weiter. Ah, wunderbar, wunderbar. Das sah von unten nicht so gut aus. Aua, Dornen hier nicht so gut aus, wie es sich jetzt aber doch dann darstellt in der Nahaufnahme. Alles voll mit Dornen. Ich kämpfe mich da mal eben durch und dann schauen wir da, wie es aussieht. Richtig cool, richtig cool. Da haben wir eines dieser kleinen Nahbereichsverteidigungsunterstände. Das sah von da unten. Da sah man nämlich nur so, ja, dieses ungefähr. Und da dachte ich schon, oh, was ist das denn für ein Holzverschlag? Aber ist gar kein Holzverschlag. Wir haben hier wunderbar gemauert und oder auch betoniert, später verputzte Unterstand. Richtig klasse Teil. Kann sein, dass wir hier auf dem Gelände noch ein, zwei weitere haben. Es müssten auch da unten welche gestanden haben, wo die Launcher Area war. Aber wie gesagt, da kommen wir ja eh nicht drauf. Deshalb, wir gucken uns jetzt erstmal dieses Teil hier an, weil das ist das naheliegendste. Ja, diese Tür im Endeffekt, die ist ja natürlich irgendwann mal später da hinzugekommen. Ich glaube, hier war gar nichts drin. Da war, glaube ich, überhaupt nichts drin. Das war einfach nur so der nackte Bau. Hier haben wir ein paar Steine reingelegt. Wir gehen mal einmal Dexter bleiben. So, du musst da bleiben. Gucken wir uns das mal eben von innen an. Ist natürlich ein ganz schönes Schäppchen, ne? Wenn man jetzt hier noch einen Stuhl reinstellt, kann man sich das schon auch durchaus wohnlich gestalten. Hier vorne haben wir so ein Rohr. Oh ja, das ist auch schon länger angebracht. Das ist schon länger da. Ich weiß nicht, ob da mal Kommunikationsmittel durchliefen, was anzunehmen wäre. Tja. Und ob jetzt hier wirklich, ob das wirklich so offen war immer oder ob man da auch mal ein bisschen was vorgebaut hatte, ich kann es euch nicht sagen. Den Eindruck macht das auf mich auf jeden Fall nicht. Mir dennoch interessant, was da mal drin war, weil das ja dann eigentlich jedem Wetter preisgesetzt war. Ja, so sieht das hier von innen aus, das Ding. Dann gehen wir noch mal eben kurz hinter das Gebäude. Ah, der Dexter kann sich hier kaum bewegen, weil das hier einfach total verwachsen ist. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch Tarnanstrich, ehemaligen, den man erkennen kann. Auch eine schöne Geschichte. Oben das Dach ist dann so mit so einer Teerpappe belegt oder mit so einem Bitumenanstrich versehen. Ja, sieht klasse aus und man hat natürlich dann noch einen entsprechenden Ausblick aufs Gelände. Jetzt gehen wir in den Bereich. Bis gleich. Da oben in der Verlängerung seht ihr diese kleine Stellung. Hier vorne ist die Straße, die dann da in die Launcher Area reinführt. Und jetzt haben wir hier, das erste Gebäude auf der linken Seite. Das gucken wir uns jetzt mal an. Was schön ist, wir haben hier auf jeden Fall noch den Original-Tarnanstrich. Da haben wir bei verschiedenen Liegenschaften hier. Wir gehen da mal eben hier ein bisschen weiter vor. Ich hoffe, es rauscht nicht allzu stark. Natürlich habe ich mal wieder mein Mikrofonteil nicht dabei. Ja, leider klappt nicht immer alles beim Drehen, wie man sich das so denkt. Da kam nämlich mir, sag ich mal, der Bauleiter in die Quere dieser Geschichte mit dem Solarfeld. Und die hatten da vor diesem Schuppen, den ich euch dann noch eingeblendet habe, Material liegen. Da stand auch noch ein Radlader rum. Der hat mir gesagt, das wäre morgen alles weg. Ja, morgen war ich aber nicht mehr da. Ich musste da heute filmen. Ich hatte gesagt, er möchte das nicht, dass da gefilmt wird. Und dann habe ich gesagt, gut, klar, filme ich da natürlich nicht. Deswegen machen wir das mal eben kurz hier aus dem Off. Also dieses Gebäude, dieser Tarnschuppen, das war irgendwie nicht ganz klar nachzuvollziehen, was da jetzt drin war. Das Gebäude rechts des Tarnschuppens, das muss das Raketenmontagegebäude gewesen sein. Und dann haben wir da oben noch ein Gebäude mit einem grünen Dach. Das ist wohl etwas später dazugekommen. Wir haben damals die Besichtigung oder wir sind über das Gelände gegangen anhand einer historischen Luftaufnahme und meines Erachtens war damals da noch gar kein Gebäude. Was da jetzt nun mal auch drin stehen sollte oder drin gestanden hat, das kann ich euch ebenfalls nicht sagen. Aber ich wollte eben dann aus dem Off wenigstens erklären, dass diese 3 Gebäude da sind, auch wenn wir es jetzt im Video leider nicht mehr sehen können. Weiter geht's. So, ja, ich muss dann mal gucken, ob wir nachher noch mal auf den Bereich da eingehen können. Ich hatte jetzt gerade
gehört, dass das doch wieder an jemand anders verpachtet ist. Ja, ich will ja hier auch niemanden auf den Schlips treten. Ne? Aber wir hatten die Halle ja kurz gesehen. Das ist, wie gesagt, waren wir uns jetzt nicht ganz sicher, was da mal drin war. Dann haben wir hier vorne noch dieses grüne Gebäude. Ich muss mich gleich noch mal eben kurz orientieren. Aber ich denke, hier können wir ruhig mal wieder anfangen. In diesen Garagen, es müssen eigentlich 3 gewesen sein. Da müssen die Loader-Fahrzeuge drin gestanden haben, weil wir hier vermutlich auch 3 Loader-Fahrzeuge in der Stellung hatten. Wo die dritte Garage ist, kann ich euch nicht sagen. Interessant ist hier allerdings auch wieder der Tarnanstrich an den Gebäuden. Und gegenüber dieser Garagen, oh, eins habe ich oben noch vergessen, das machen wir gleich noch mal eben kurz. Gegenüber der Garagen, da ist das Generatorengebäude für den Gefechtsstand. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Und der Gefechtsstand, der war in dieser Stellung, so wie es ausschaut, ebenfalls nicht in irgendeinem Gebäude untergebracht. Jetzt komme ich hier hin. Warten Sie. So, sorry. Also, das läuft hier irgendwie heute nicht ganz rund. Der Gefechtsstand war aller Wahrscheinlichkeit nach, standen hier auf dieser Abstellfläche standen die Fahrzeuge für den Gefechtsstand und wurden dann entsprechend da vorne aus dem Teil mit Strom versorgt. So, hier oben, das hatte ich gerade vergessen, weil wir andersrum runtergegangen sind wieder. Da haben wir das Podest geradeaus, dieses Metallteil. Das ist das Podest für die Feind-Freund-Erkennungsantenne. Da kann man hier könnte man noch mal hochgehen und das noch mal eben vom Nahen filmen. Ich gucke gleich mal, wie ich das noch mache. Ich muss mich jetzt erst so ein bisschen sammeln. Wir haben hier vorne gegenüber der Abstellfläche für die Gefechtsstandfahrzeuge haben wir das sogenannte Bereitschaftsgebäude. Mein Gott. So, da haben wir das Bereitschaftsgebäude. Hier auch schön erkennbar, dass wir auch eine Kabeldurchführung haben. Das heißt also, von da oben lief dann auch mal hier Kabel nach unten durch. Wir gehen da einmal ums Gebäude herum. Der Tarnanstrich ist natürlich auch super, sieht richtig klasse aus hier. Ja, dann haben wir hier hinten noch so einen Anbau irgendwie mit dran. Und dann da vorne den äußeren Zaun. Ja, ganz hinten das Gebäude. Das ist auf einer, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine auf der historischen Luftaufnahme, die wir gesehen haben, war das, glaube ich, nicht drauf. Das ist dann nochmal später dazu gekommen. Das scheint auch irgendwie Kfz-Halle weitestgehend zu sein. Da ist aber die DRK-Rettungshundestaffel drin untergebracht. So, und hier geht's dann nochmal eben im Schwenk über das Gelände. Da seht ihr den außenliegenden Zaun. Ja, und hier vorne eben die Paintball-Spielfläche. Wir verlagern das Ganze jetzt nochmal da hinten runter in den Bereich und schauen, was wir da noch vor die Linse bekommen. Jo, ich mache hier an dieser Stelle mal eben kurz einen kleinen Break. Hinter mir das Bereitschaftsgebäude. Den Hund habe ich mal eben ins Auto verfrachtet. Ich habe da oben gerade nicht weiter filmen können, weil da Material rumstand, was aber morgen wohl auch weg sein soll. Es kann also durchaus sein, dass ich da den Bereich dann nochmal morgen verfilme, wenn das Material nicht mehr da ist. Sofern es dann nicht mehr da ist, wenn ich dahin fahre. Ja, also ich gucke mal. Das war jetzt hier gerade so ein bisschen Situation, ne? Weil das hier letzten Endes auch nicht so mega abgesprochen war jetzt, dass eben da oben diese Bereiche, da sind halt 2, 3 von diesen Schuppen, die ich euch ja gezeigt habe, die sind dann noch wieder anderweitig verpachtet. Gut, soll uns jetzt nicht weiter stören. Ich denke nicht, dass ich da jetzt irgendwem großartig auf den Schlips getreten bin oder so. Man kann ja sprechen miteinander und das haben wir auch getan und das war da auch alles völlig in Ordnung. Da hat dann jetzt auch keiner gemeckert. Ne? Es ging wohl halt nur darum, dass diese Materialien, die da stehen, dass da eben keiner auf die Idee kommt, ne, weil das hier gefilmt wird.
dass man hier einbricht und irgendwelche Sachen klauen will. Das sind also Materialien, die da zum Aufbau dieses Solarparks genutzt wurden. Und wie gesagt, die sind dann auch mit dem morgigen Tag hier vom Gelände verschwunden. Gut, wir gehen hier weiter. Wir gehen jetzt hier nochmal diese Straße entlang und schauen mal, was uns hier noch erwartet. Wir haben hier unten noch so ein recht schmuckloses Gebäude mit so einem ganz dünnen Eternitdach drauf. Das ist auch nicht, das ist halt nicht wirklich groß. Ich kann euch nicht sagen, was da mal drin stand. Wir sehen hier noch so ein bisschen Struktur auf der Fahrbahn. Das kann ich euch natürlich jetzt auch nicht erklären, was das mal war, aber wir nehmen es mal zur Kenntnis. Gehen wir hier weiter. Haben wir hier noch wieder ein Gebäude. Das ist dann auch irgendwie ein Generatorengebäude. Ich versuche das aber im Vorfeld noch genauer zu beschreiben, so dass ich da noch eine Einblendung machen kann, dass ich da noch ein genaueres Wissen drüber habe. Dann nehmen wir hier noch mal ein Stückchen die Straße runter. Also ich nehme jetzt an, dass überall da, wo im Endeffekt für mich klar erkennbar Spielfeld ist, dass das letzten Endes dann auch der Bereich ist, auf dem ich auf jeden Fall mit Sicherheit filmen kann und dass da nicht noch wieder irgendwas ist. So, hier gehen wir noch mal rüber. Da sehen wir auch, da ist dann, ja genau, hier ist dann auch offensichtlich gleich wieder Schluss, da hier der Nordbereich dieses Solarfeldes beginnt. Mal eben schauen, ob wir hier noch irgendeine Struktur aus der belgischen Zeit erkennen können. Aber ich glaube, dieser Schuppen, der da steht, ja genau, das sind so Sachen, die sind da später mal hingeklöppelt worden. Hier könnte man jetzt theoretisch rüber. Ich gehe da jetzt nicht noch mal hoch. Da oben haben wir auch noch mal eine Halle. Das müsste ich auch noch mal, also wie gesagt, müssen wir gucken. Hier sind natürlich auch Raketenlagerplätze, gab es natürlich auch hier. Könnte sein, dass wir uns gerade auf so einen hinzubewegen. Eben hier unter dem Netz drunter her. So. Ja, denke ich. Ach, ich hatte vorhin noch was gefunden. Das lag da im Boden. Da kann ich jetzt aber nicht noch mal hin. Das hier muss ein Blitzableiter sein. Ganz interessantes Teil. Hat da oben so eine Spitze drauf. Ich weiß nicht, was ein Blitzableiter, was das für eine Spitze haben könnte. Es war so grünlich. Also es macht mir den Eindruck, als wenn es so eine Kupferspitze wäre. Aber weiß ich eben nicht, ob das in Verbindung mit Blitzableiter Sinn macht, dass man da eine Kupferspitze drin hat. Vielleicht ist das auch einfach ein anderes Material, was einfach nur so grünlich aussieht. Auf jeden Fall ist das ein sehr cooles Teil, was hier steht. So, der Rest hier alles nachträglich aufgebaut worden. Ja, das ist ja auf jeden Fall ein Raketenlagerplatz. Oh, und da vorne haben wir noch eine schöne Stellung. Auch noch mal eine von diesen. Die gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Also viele wird es halt auch nicht mehr hier geben. Ich schätze bald, dass das hier die einzige ist, die wir noch zu Gesichte bekommen werden. Ja gut, so sieht es hier aus. Ist jetzt natürlich nicht viel anders als die andere auch. Wir haben hier ebenfalls wieder dieses Teil. Und ja, wir haben hier noch so ein Fenster dann eingebaut. Schauen wir mal eben hier über den Hügel drüber her. Ja, super Ausblick auf jeden Fall über das Gelände. Ja, die Launching Area, wie gesagt, da ist nichts mehr von zu filmen. Das Ding sieht von vorne so aus. Jetzt können wir noch einmal drum herum gehen, mal eben schauen, ob wir hier noch irgendwelche Eindrücke haben. Nee, hier ist auch nichts mehr. Da unten müssen wir auch nicht hin, denn da befindet sich eben auch nichts. Gut, ich gehe hier wieder runter. Ne, warte mal. Ja, kann sein, dass hier auch mal so ein bisschen Tarnmaterial aufgebracht war, dass es verwittert ist.
Da sehe ich so ein bisschen so rostbraun, rötliche Farbe vielleicht oben, so ein bisschen grünlich, olivgrünlich. Ja. Gut, ich nehme euch wieder dazu, wenn ich da hinten in den Bereich verlegt habe, und dann schauen wir da mal weiter. Da vorne seht ihr den Raketenlagerplatz, wo wir gerade waren. Vorne links seht ihr auch die Stellung. Jetzt ist hier dazwischen ein Hügel, den bin ich jetzt mal hergegangen und da haben wir den Blick auf die nächste, auf den nächsten Raketenlagerplatz. Das haben wir hier in der Stellung wohl in dieser Ecke auf beiden Seiten, links wie rechts, weil das bei der Bravo-Sektion, schätze ich, da war einfach gar nicht mehr genug Platz, so einen Raketenlagerplatz anzulegen. Deswegen hat man den hier in diesen Bereich mit rein verfrachtet. Wir sehen da oben auch schon wieder eine Stellung. Die werden wir uns jetzt auf jeden Fall auch anschauen. Ja, so sieht das dann von hier aus. Da hinten waren wir. Das Gebäude konnte ich nicht erklären. Da gucken wir aber gleich nochmal. Vielleicht war ja sogar das Gebäude für die Loader da, dass die dort drin standen, weil wir da 3 Türen drin haben. Und die sind hier, wir sind hier direkt an den Raketenlagerplätzen. Mag sein. So, hier ebenfalls wieder jede Menge Deckungs- und Stellungsmöglichkeiten. Das scheint mir hier ziemlich verwachsen zu sein. Das sind wahrscheinlich auch so Bereiche, die dann von den Paintball-Spielern auch gar nicht betreten werden. Vielleicht sind es auch gar keine, letzten Endes zählen die vielleicht auch gar nicht dazu. Ich muss hier auch wieder total außen rum, sonst wird das hier nichts. Da kommen wir nicht durch. Jetzt diese ganzen Dornen da. So, das war jetzt auf jeden Fall wunderbar. Guck mal hier, da haben wir eine richtig schöne Trampelfahrt auf diesem Splitterschutzwall. Und da kommen wir auch vernünftig an die Stellung ran. Klasse. Ja, ich hoffe, es wird nicht zu langweilig, weil jetzt die dritte dieser Stellungen ist. Aber wir müssen mitnehmen, was wir kriegen können hier. Und hier sehe ich auf jeden Fall nichts. Hier ist nichts vorgebaut. Und hier ist auch nichts, wo ich sagen würde, dass ich da Spuren sehe, dass da mal was vorgebaut war. Tja, ja, wobei hier vorne, hier haben wir so ein bisschen Putz noch. Da oben ist auch noch was. Hier könnte mal was irgendwie drin gewesen sein. Naja, so sieht es auf jeden Fall aus, dieses Teil. Und ich sehe, dass ich jetzt hier heilen Fußes wieder vom Berg runterkomme. Geradeaus hinter diesem Wall, da waren wir gerade, da ist der Raketenlagerplatz. Und jetzt sind wir hier an diesem Nordtor. Und wenn ich das Tor so betrachte, muss ich schon davon ausgehen, dass das hier zu seiner Zeit auch schon drin war. Dass das irgendwie eine Notausfahrt oder so gewesen ist. Das macht mir nicht den Eindruck, dass das jetzt irgendwie neueren Datums wäre. Das ist also schon, ja, so die Zeichen der Zeit sieht man da schon an dem Teil. Was allerdings mal neu gekommen ist, das sind hier diese Verbinder oder diese Scharniere. Auf jeden Fall an dieser Seite sind die mal neu gekommen. Vielleicht musste man das Tor einfach gangbar machen, weil das Gelände halt jetzt die eine Seite die Solaranlage drauf ist und dass man da nicht immer über das Gelände drüber herfahren muss. Könnte ich mir vorstellen, dass das in dem Zuge mal dann neu gemacht wurde, weil hier sind diese Scharniere eben deutlich älter und sehen auch so aus, als wenn die da schon eben immer dran waren. Ja, ansonsten auch hier, ihr seht die Patina da an dem Zaun, ihr seht, dass das hier alles ab ist, dass das Plastik darunter ist. Das ist also schon auf jeden Fall einige Tage älter. Hier auf dem Schild, da steht was unten rechts, da ist ein 79 eingeschlagen. Ob das jetzt das Datum ist oder das Baujahr ist, keine Ahnung. Das Schild sieht auf jeden Fall so aus. Ja. Das sind so Detailsachen. Auf jeden Fall ist das hier das sogenannte Nordtor. Ja, hierüber haben wir dann auch gerade den Platz betreten bzw. befahren. Und ich glaube,
schon bald, dass ich hier jetzt alles, was auf dem Gelände ist, was Rang und Namen hat, gezeigt habe. Wir gehen jetzt aber noch mal einmal zu dem Gebäude da oben, wo ich sagte, dass da vielleicht diese Loader-Fahrzeuge drin waren. Eventuell kriegen wir da ja noch irgendwie einen Eindruck, einen Rückschluss, dass ich das noch mal ein bisschen genauer filme. Ja, ich schalte euch wieder dazu, wenn wir dann da sind. So, also das Gebäude da oben, was dahinter ist, was wir jetzt nicht sehen, da gehe ich, ja doch, ich gehe da noch mal hin, aber ich glaube nicht, dass da diese Fahrzeuge drin standen. Das war schon ein Generatorengebäude irgendwie für die Stellung dort. Das ist nämlich auf der anderen Seite ebenfalls zu erkennen. Da kommen wir allerdings nicht mehr hin, beziehungsweise das ist dann eben nicht mehr begehbar aufgrund der Solaranlage. Jetzt aber, um noch mal ein bisschen Verwirrung für noch etwas mehr Verwirrung zu sorgen. Da vorne runter, da geht es zu dem Nordtor, dem sogenannten. Wenn wir jetzt dieser Straße hier folgen, dann sehen wir hier plötzlich Folgendes auf dem Boden. Und zwar haben wir hier Metallplatten, einmal dort, da vorne auch. Ob hier noch was ist, habe ich noch nicht geguckt, sehe ich jetzt gerade nicht, aber wir haben hier auch wieder diese Fundamentstruktur, die wir ja auch schon aus den Feuerstellungen von der Delta-Batterie kennen. Jetzt ist natürlich das alles so ein bisschen ja, durcheinander. Ne? Warum steht hier so etwas? Weil hier war keine Feuerstellung. Ob man die gleiche Struktur gebaut hat, weil man hier vielleicht irgendwie eine Antenne betrieben hat oder sowas. Also hier bin ich absolut raus jetzt gerade. Diese Geschichte, wo die einzelnen, also Alpha- und Bravo-Sektionen, wo die einzelnen Launcher standen, das blende ich euch natürlich auch ein. Es gibt hier auch eine Besonderheit, dass nämlich in der Bravo-Sektion der dritte Launcher, der ist nach innen quasi gebaut. Wenn das jetzt, ja, was das bedeutet, zeige ich euch wie gesagt auf der Karte dann. Aber das hier, was hier mal stand, wieso das hier genauso aussieht, kann ich euch nicht sagen, aber vielleicht können wir das Rätsel noch lösen. Jo. Und jetzt gehen wir noch mal eben da oben zu dem Generatorengebäude, nur damit wir das noch einmal vernünftig gefilmt haben. Ja gut, das ist also hier wirklich offensichtlich das Generatorengebäude. Wir sehen ja auch hier unten diese Lüftungsschlitze, damit da entsprechende Wärme draußen entweichen konnte aus dem Teil. Ja, da brauchen wir glaube ich nicht rein zu filmen, da wird alles auch mit Sachen vollstehen. Gehen wir hier noch mal runter und ich habe da hinten in dem Bereich rechts, da ist vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen was zu sehen. Ich zeige euch das und wie gut, dass wir hier eine Karte haben, wo ich einblenden kann, wo ich bin, weil sonst wird hier jeder sofort die Orientierung verlieren. Ach Leute, ja, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon in die Untertitel geschrieben habe, aber das ist hier leider meiner mangelnden Vorbereitung, ja, kann man es schon nennen. Wir haben uns das zwar hier angeguckt. Das Problem ist nur, dass ich danach diese Delta-Batterie gefilmt habe. Und jetzt war ich gedanklich die ganze Zeit bei der Delta-Batterie, dass diese beiden Feuersektionen quasi nebeneinander lagen. Tja, wenn man dann aber nicht auf die Karte guckt, dann merkt man es eben auch nicht. Und deswegen habe ich es nicht gemerkt. Aber ich habe es jetzt endlich gecheckt, weil mir das doch zu verrückt vorkam. Da vorne hatten wir Alpha-Sektion. Das Ganze hier ist nämlich die Alpha-Sektion. Die ist nicht auf der anderen Seite, sondern die befindet sich hier. Tut mir echt leid. Völlig dämlich. Launcher 1 war da vorne. Das, was ich da gerade gesagt habe, wo ich mich gefragt habe, was das denn wohl ist. Ja, ganz toll. Sehr gut gelaufen. Hier haben wir nämlich die Nummer 2. So, hier sind nämlich auch die Wälle alle nicht mehr da. Ich habe jetzt gar nicht, auch hier nicht gewusst, dass sie nicht mehr da sind. Ja, wenn man so viele Sachen im Kopf hat, dann manchmal steht man da einfach doof, ne? Und das war jetzt wirklich, naja, das war ziemlich dumm. Aber es ist eben so. So, also hier haben wir die Launcherstellung Nummer 2. Jetzt gucken wir uns natürlich auch noch die 1 an.
Dann ist also in dem anderen Bereich wirklich nur die Sektion Bravo. Tja, so kann es manchmal gehen, ne? Dann werden hier auch Kabeldurchführungen gewesen sein, die man dann entsprechend zubetoniert hat, damit man da besser fahren kann. So, wo ist die 1? Die 1 muss hier vorne dann eigentlich sein. Hier geht es rechts rein. So, hier sind die Überreste von der 1. Nicht mehr viel zu sehen, aber diese markante Bodenstruktur haben wir. Noch ein bisschen Beton. Ja, das war's. Gut. Tja. Ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade schon ein Endresümee geben. Da fiel mir aber auf, hier vorne steht noch eine Garage. Ob das jetzt die dritte Garage ist, die da oben vermeintlich fehlt. Ja, die fehlt ja, glaube ich, nicht nur vermeintlich, die ist auf der historischen Luftaufnahme ist die nämlich drauf. Eventuell ist das diese Garage, die hier steht. Vielleicht hat man die mal umgestellt. Aber auch nur eventuell und vielleicht. Gut. Ja. Damit bin ich jetzt hier wirklich mit dem Video durch. Ich habe gerade so ein Gefühl, dass das Video so ein bisschen sehr speziell werden könnte. Dass das hier leider nicht so rund gelaufen ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich hoffe, dass ich das dann, während ich es schneide, feststelle, ach, ist alles gar nicht so wild. Und mit den Kartenerklärungen hat es dann auch wahrscheinlich jeder verstanden. Gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr meine manchmal auch etwas holprige Arbeit unterstützen wollt, lasst gerne ein kostenfreies Abo da, gebt dem Video ein Like. Könnt mich auch mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Und ja, wir sehen uns dann auf irgendeinem anderen ehemaligen militärischen Gelände wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao. So, einen habe ich hier noch und das ist der Sebastian und der ist der Betreiber von dem Redback Paintball hier. Und ja, wir gehen jetzt hier mal einmal über so ein Feld. Kannst du mal ein bisschen was erklären, vielleicht mal eben zu der Firma, wie lange du das schon machst und was vielleicht noch so geplant ist oder was die Besonderheiten hier vielleicht bei euch auf dem Gelände sind. Und ja. Ja, wie der Joshua gerade schon gesagt hat, ich bin der Sebastian von Redback Paintball. Wir sind seit 2012 hier und haben stetig halt die Felder erweitert. Mittlerweile befinden wir uns jetzt gerade hier auf Monkey Town. Das ist so ein Außenszenario mit ein paar kleinen Häusern, Rutschenelementen, Autos. Alles so ein bisschen abenteuerlich gehalten hier. Und wir sind halt stetig dabei, die Felder zu erweitern. Derzeit haben wir ein paar Aufräumarbeiten. Man kann sehen, hier wird aktiv gespielt. Ja. Farbe, Rauchgranaten, alles was man so braucht, um Atmosphäre zu schaffen. Ah ja, cool. Ja. Und wie oft kann man hier in der Theorie spielen? Könnte ich jetzt jeden Tag das hier mieten oder bin ich da irgendwie zeitlich gebunden? Musst du da vor Ort sein wahrscheinlich oder das ein bisschen leiten und kontrollieren? Ich sag mal so, wie viele Leute hast du jetzt dabei? Willst du loslegen? Ja. Okay, alles klar. Also relativ. Kannst du jederzeit, wenn ihr 10 Mann seid, einfach bei uns durchrufen. Ja. Und dann stellen wir das ein, dass ihr halt hier zocken könnt. Ja. Das kriegen wir dann dementsprechend hin. Entweder meist dann selber oder die Kollegen dann. Okay. Genau. Ja. Also ist dann letzten Endes auch egal, an welchem Wochentag das stattfindet. Man könnte auch sonntags hier und genau.
so weiter. Ja, Einfach okay. einen Termin absprechen. Ansonsten fürs Wochenende ist es meistens so, dass unsere Clubmitglieder generell hier oben ihre Trainings abhalten, spielen. Ja, Dann haben wir eine große Airsoft-Community. Das Team Hooray ist hier oben auch sehr stark vertreten. Die helfen auch aktiv beim Ausbau hier. okay, schön. Und ja, hat man Spaß. Ja. Ah ja, hier sehen wir auch noch so Übrigbleibsel von den Rauchgranaten wahrscheinlich, ne? Ja, Ja. das brennt sich doch ein bisschen ein. Ja, ja, okay, alles klar. Ah ja, da liegt da noch so ein Teil. Alles klar. Ja. Ah ja, okay. So, wird direkt aufgeräumt hier noch. Ja, prima. Ja, wenn man schon mal dabei ist, ist es gleich weg, ne? Ja. Und weg ist es weg. Ja, so sieht's aus. Ja, alles klar. Ich verlinke euch hier auf jeden Fall die Seite von dem Sebastian von dem Redback Paintball. Und ja, Sebastian, vielen Dank Ja, danke für dir die schon. Möglichkeit hier. Ne? Gerne doch. Coole Geschichte und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Wiedersehen. Ciao. Ciao.